Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Das Thema Todesstrafe ist sehr emotional und berührt Jahrtausende währende Tradition auf allen Erdteilen. Aber auch hier glaubt die unfähige Kommission mal wieder im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein und fühlt sich global zuständig. Für die Kommission ist die Todesstrafe prinzipiell und immer grausam, unmenschlich und ohne Abschreckungseffekt. Sie fordert sogar globale Ächtung. Die Kommission unterscheidet dabei nicht zwischen Todesurteil aus politischen Gründen und Straftaten wie bestialische Morde, beispielsweise Migrantizid oder die grausame Ermordung von Kindern. Und wenn ich schon bei grausamen islamistischen Mördern bin, heute jährt sich die Bluttat von Aschaffenburg. Ein kleiner Junge und ein zur Hilfe eilender Erwachsener kamen dabei auf grausame Weise ums Leben. Die Frage sei daher gestattet, warum sollte man diesen Unmenschen nicht ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen, als Märtyrer ins Paradies zu ihren 72 Jungfrauen zu gelangen? Israel zeigt uns in dieser existenziellen Frage eine recht effektive Praxis. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Wir lehnen Todesstrafen ab, weil dieses Urteil bei Rechtsfehlern in der Regel irreversibel ist. Dennoch hat nach unserer Meinung jedes Land das Recht, selbst zu entscheiden, ob es die Todesstrafe praktiziert. Wie sagt man so schön, andere Länder, andere Sitten. Bei dieser Diskussion zeigt sich wieder die ganze Doppelmoral dieser EU. Über Weißrussland und China wird die Nase gerümpft, bei den USA, Japan oder bei Saudi-Arabien wird darüber hinweggesehen, als gute Wirtschaftspartner, versteht sich. Die EU zielt mit dieser Debatte nicht zuletzt auf den Iran ab. Ja, das Mullah-Regime ist brutal, verhängt Todesurteile, die nicht unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit entsprechen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 1979 Khomeini aus dem französischen Asyl an die Macht kam, gut erholt, Koran gestählt, um ein freies Land und seine Menschen als Islamische Republik heimzusuchen. Auch hier hat der Westen kolossal versagt und heute haben wir den Schlamassel mit dem Iran. Diese EU soll sich um andere Probleme als die Todesstrafe kümmern. Und wenn die EU ständig weltweit auf Rechtsstaatlichkeit pocht, soll sie erst mal vor der eigenen Haustür kehren. Hält sich noch jemand an die Maastricht-Kriterien? Funktioniert irgendwo das Dublin-Verfahren? Achtet noch irgendjemand auf Grenzen der Verschuldung? Nein, die EU sollte sich auf das konzentrieren, was wichtig ist: eine stabile Wirtschaft und Währung, gute Beziehungen zu den USA, Russland und China und Sicherung unserer Handelsrouten. Danach sehen wir weiter. Vielen Dank.